wollte nicht wissen, dass du schon dafür gesorgt hast, dass Ansgar mich in Ruhe lässt. Du hättest mit mir reden können? Aber nein, du rennst natürlich zu Ansgar und lässt dich von ihm vögeln wie eine gottverdammte Nutte! Und was heißt Schufa-Eintrag genau? Es gibt Wichtigeres als eine Wohnung. Und was? Es geht um Vertrauen. Es ist egal, ob du das versuchst oder nicht. Du wirst dich nicht ändern. Ich kann es nicht mehr aushalten. Das hätte so schön sein können. Nur wir zwei, ganz alleine. Wenn du unbedingt zu Hause raus willst, dann können wir auch erst mal hierher. Dann machen wir es uns einfach ganz gemütlich. Klingt gut. Ich will die Scheidung. Die Scheidung. Du hast mir gerade noch gesagt, dass du mich auch liebst. Das tue ich doch auch, aber darum geht's doch schon längst nicht mehr. Ich kann so nicht mit dir weiterleben. Dann sag mir nicht, dass du mir verzeihst. Tanja, willst du mich nicht verstehen? Nein. Nein, du kannst es nicht. Was gibt's denn da zu verstehen, Sebastian? Ich hab dich verletzt und ich verspreche dir, es kommt nicht wieder vor. Falsch. Sobald du mit dem Rücken zur Wand stehst, wirst du wieder mit Ansgar in die Kiste springen oder sonst irgendwas Bizarres tun. Es hatte nichts mit dir zu tun. Eben. Du hast dich einfach mal so prostituiert. Ohne nur einen einzigen Gedanken an mich oder an deine Familie zu verschwenden. Das ist nicht wahr. Stimmt. Ja, vielleicht ist es nicht wahr. Du hast dir schon immer noch nicht selbst gezählt. Ich habe gedacht, ich kann. Was habe ich eigentlich gedacht? Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich könnte dich ummodeln. Ich könnte dich reparieren. Ich kann das gar nicht. Das kann niemand. Hey. Hallo, meine Kleinen. Na? Hast du Hunger? Komm. Dann gehen wir mal gucken, was Frau Linse für dich gezaubert hat, ja? Ja, immer noch da. Ja. Ich wollte gerade frühstücken gehen, aber kein Hunger, was? So, jetzt kommen Sie mit rein. Ich mache Ihnen erstmal einen ordentlichen Kaffee. Wenn Sie wollen, kriegen Sie auch eine Rose. Ja, ich habe doch deine Stimme gehört. Ricardo, was machst du denn so früh morgens hier? Ah, willst du so auf die Straße? Ich habe in der WG übernachtet und habe mich dummerweise ausgesperrt. Du hast in der WG übernachtet? Bei Jessica? Nicht, was du denkst, Charlie. Ansgar von Lahnstein hat mich aus meiner Wohnung geschmissen. Ja, das müssen wir jetzt nicht auf dem Gang hier klären. Dr. Mendes ist sicher kalt. Ja, ich habe ihren Zweitschnitzel. Nur schau, wo ich den habe. Ja. Du bist wie immer meine... Hör mal, Ricardo, ich habe mir überlegt, wenn ich mich um eine Wohnung für dich kümmern soll. Dr. Mendes findet schon was. Ja, dann wünsche ich euch beiden einen schönen Tag. Ebenso. Ja. Oh, sei bitte vorsichtig, da sind zerbrechliche Sachen drin. Mal willst du... Ja, ist okay.
Kannst du dann auch noch das andere Zeug holen, bitte? Wie das andere Zeug? Ja, ich brauche halt noch was zum Anziehen. Ich dachte, Also ich helfe euch auch gern. Nee, Papa, das kriegen wir schon alleine hin. Das ist nämlich der Schritt in die totale Selbstständigkeit. Das habe ich gehört. Auch wenn ihr uns das nicht zutraut, Emilie und ich werden euch beweisen, dass wir auch ganz gut ohne euch zurechtkommen. Gut. Das ist jetzt nur noch der kleinere Koffer und dann diese eine Tasche, ja? Also im Prinzip nur das Nötigste. Klar, dass du das nicht verstehst, wer nur Karohemden trägt. Hi. Olli! Ich habe ja nichts gegen halbnackte Typen vor meiner Tür, aber was genau machst du hier? Ich habe den Müll rausgebracht und mich dabei ausgeschlossen. Jetzt war Charlie gerade so nett mit den... Und wer ist die Glückliche? Dana, Jessica, Bella? Nein, nicht was du denkst. Ansgar von Lahnstein hat mich aus meiner Wohnung geschmissen, weil er Eigenbedarf angemeldet Ricardo, hat. ich habe die ganze Nacht in Heathrow am Flughafen gehockt, ja? Ich will einfach nur noch duschen und schlafen. Ich bin auch gleich weg. Ja. Wollt ihr aber behaupten, dass ich keinen Stil habe? Hey, der Koffer ist ja noch schwerer als der große. Sag mal, Kim. Ihr zieht in einen Wohnwagen, nicht in eine Vierzimmerwohnung. Wo wollt ihr denn hin mit dem ganzen Mist? Ja, das kriegen wir schon hin, oder, Schatz? Klar. Ja, und wo kann man denn euch und euer mobiles Heim finden, wenn man euch mal besuchen möchte? Im dem Park von Campingplatz am Rhein. Königsbrunn. Wie kommst denn du darauf? Wo ist denn dieser Scheiß? Mann. Nimm doch den hier. Ich weiß, ohne dich wäre ich einfach aufgeschmissen. Bis heute Abend. Stopp. Auch wenn du es eilig hast. So viel Zeit muss sein. Mindestens. So, und jetzt los, mein Kreativgenie. Hey! Zeig's ihm. Tanja, was ist los mit dir? Du siehst furchtbar aus. Hey, Tanja, was ist los? Hören Sie, das interessiert mich doch einen Dreck, was Sie mit meinem Onkel vereinbart haben. Ja, ich treffe jetzt die Entscheidung. Genau, wir verhandeln neu. Lass uns von meiner Sekretärin einen Termin geben. Ja. Ich bin schon weg. Bist du verreisen? Nein, ich habe nur zurzeit keine Wohnung, weil Ansgar von... Ach, ist ja egal. Ich suche mir jetzt ein Hotel oder ich bin einfach im Bereitschaftszimmer. Das war ja klar. Wie bitte konnten die sich ernähren, als ich weg war? Ich schätze, das ist alles gestern für die Willkommensparty draufgegangen. Was denn für eine Willkommensparty? Das sollte eine Überraschung für dich werden. Ja, toll. Da war ich ja nicht da. Ich hab jetzt Hunger. Ich kann mich nicht in eine Zeitmaschine setzen. Aber es ist doch trotzdem schön, dass sich alle freuen, dass du wieder da bist. Naja, also zum Beispiel auf mich freut sich zurzeit überhaupt niemand. Aber wir haben es wirklich alle sehr bedauert, dass du gestern nicht dabei warst. Das macht mich jetzt auch nicht satt. Ja, Mendes hier. Wegen meinem Zimmer war... Ach, die ganze Woche nicht. Naja. Dann trotzdem vielen Dank und auf Wiedersehen, ja. Oh ja, ein Traum.
dickbäuchige 50-Jährige im Feinripp, die uns in der Warteschlange für die verschimmelten Duschengespräche über die Bundesliga eindrücken. Was hast du denn bitte für Vorstellungen vom Campen? Hm? Eine, in der es überall nach verkohlten Bratwürstchen und Zigarettenrauch stinkt. Ach so, also lieber aufs heimische Schloss ziehen, verstehe. Klar. Ja, mit vernünftigen Bädern und einem Rund-um-die-Uhr-Service. Ja, aber wir sind ja so unabhängig, nicht wahr, Frau Wolf? Hm? So, ich habe da mal abgedeckt. Falls ich euch noch beim Tragen helfen soll, müsst ihr mir nur eins verraten. Runter oder lieber wieder rauf? Hm? Sehr witzig, Papa. Ich meine ja nur, ist eure Entscheidung, hier auszuziehen. Musst du nicht zur Arbeit? Stimmt. Ja. Da war doch noch was. Tschüss. Von dem Campingplatz aus sind wir ruckzuck in der Innenstadt. Ich muss doch irgendwie Kohle verdienen, damit wir uns irgendwann eine eigene Wohnung leisten können. Das Ding heißt Imbisswagen und nicht, wir hausen da auf Jahre drin Wagen. Ja, Imbiss ist das richtige Stichwort. Schau mal, wenn wir den Wagen im Park von Königsbrunn parken, ja, dann können wir uns von der Küche aus versorgen. Das ist A, lecker und B, es spart uns eine Menge Kohle. Und C, laufen wir andauernd Ansgar über den Weg, der mir einen Vortrag darüber hält, wie Selbstständigkeit funktioniert. Und das Schlimmste ist, er hat auch noch recht. Ja, toll. Und ich darf mir den dicken Herpes holen, nur weil ich mit 1000 anderen Leuten duschen muss, oder was? Weißt du, wenn ich schon deinetwegen in eine 6 Quadratmeter Höhle ziehen muss, ja, dann will ich gefälligst ein gescheites Bad haben. Meinetwegen? Meinetwegen? Ich dachte, wir wünschen uns das beide, aber wenn es so ein Riesenopfer für dich ist, weißt du was, dann lassen wir es doch einfach sein. Okay? Ja. Ja? Ja. Super Idee. Hervorragende Idee. Hier, der wird dir gut tun. Du machst mir Tee. Wieso sagst du mir nicht, dass du mich immer gewarnt hast? Vielleicht mache ich das ja, wenn du mir sagst, was passiert ist. Ansgar und ich. Doch. Jetzt bist du an der Reihe. Jetzt kannst du mir sagen, wie bescheuert ich war, dass ich wieder mit ihm geschlafen habe. Ach komm schon, Marlene, du bist doch sonst auch nicht auf den Mund gefallen. Sag mir einfach, dass ich meiner Ehe den letzten Tritt gegeben habe und dass es verrückt war, dass ich nicht meinem Mann, sondern einem egomanen Arschloch vertraut habe. Sag einfach irgendwas. Komm her. Nein. Oh, Marlene. Ich will Sebastian nicht verlieren. Ich weiß nicht, wer ich ohne ihn bin. Sebastian, was für eine Überraschung. Käffchen? Packung Eis. Du alte Plaudertasche. Der Beschreibungsvertrag für LCL? Habe ich selbst ausgearbeitet. Tanja muss nur noch unterzeichnen. Moment mal, da fehlt doch was. Wo
Wo steht denn, dass sie ihre Anteile behalten kann? Und ihren Job auch? Nirgends. Moment mal. Die Rache des kleinen Anwalts? Warum sollte ich noch irgendwelche Details mit Tanja aushandeln? Das macht sie doch viel lieber mit dir allein. Ja, weißt du, ich unterschreibe auch ganz gern, ohne lange zu verhandeln. Auch gut. Danke. Ach, Sebastian. Wo wir doch jetzt offensichtlich auf einer Seite stehen. Wir beide hatten auch einen Deal. Du lässt mich die nächsten Jahre hier schalten und walten und... Ach, Ansgar, weißt du, mir ist in den letzten Tagen eines klar geworden. Hier kämpft jeder für sich. Okay. Und das heißt? Dass ich auf deine Abmachung scheiße. Also, so wie du geschrien hast, dachte ich, du hast mindestens die Halsschlagader getroffen beim Rasieren. Das ist nicht witzig. Mann, warum habe ich das Ding auch zum Händewaschen ausgezogen? Das mache ich doch sonst nicht. Keine Panik. Ein Freund von mir verliert ständig seinen Ehering. Der lässt ihn jeweils nachmachen. Seine Frau hat noch nie was gemerkt. Das ist inzwischen reine Routine. Ja, das sind dann wahrscheinlich auch keine selbstdesignten Einzelstücke. Ja, dann komm, gib mir eine Zange und ich schraub den Siphon ab. So was haben wir nicht, sonst hätte ich selbst schon probiert. Ja, habt ihr mal eine Rohrzange im Haus? Die hat Andi, aber der hat seinen ganzen Kram im Auto. Mann, was mache ich denn jetzt? Im Zweifel noch mal neu selbst designen. Du kapierst das echt nicht. Das ist mein Ehering. Gerade jetzt, wo Christian und ich diese blöde Fernbeziehung führen, wenn dieser Ring weg ist. Du solltest da nicht zu viel hineininterpretieren. Man merkt echt, dass du geschieden bist. Danke. Okay, ich rufe Andi an, der soll herkommen, das ist ein Notfall. Na, ein geplatztes Aneurysma ist ein Notfall. Ein Blinddarmdurchbruch, auch das hier ist maximal eine kleine Routine. Du bist wirklich keine große Hilfe. Wenn Sie dann bitte leuchten würden, Schwester. Ja, bisschen. Du hast ihn. Du hast ihn. Oh Gott. Du hast mir das Leben gerettet, Doc. Emilio ist so ein Egoist. Ich meine, wie kann er von mir verlangen, dass ich auf so einem verratzten Campingplatz wohne? Kim, das ist doch eh nur als Übergangslösung gedacht. Kannst du es nicht ein paar Wochen aushalten? Nein. Ey, weißt du, wir hätten schon längst in dem kleinen Palast wohnen können. Aber nein, Frau von uns Wolf will ja gleich immer alles haben. Auf der einen Seite will sie unabhängig sein und auf der anderen Seite will sie auf den Luxus nicht verzichten. Was hat sie nur gegen den Campingplatz am Rheinufer? Ist doch eine 1A-Lage, die Leute sind korrekt. Ja, eben. 1A-Lage, Leute korrekt. Das ist ein Platz, wo andere Urlaub machen. Da könnten wir wohnen. Mama und Papa haben sowas mit uns früher auch gemacht, aber da kannst du dich anscheinend nicht dran erinnern. Ja, habe ich wohl als Trauma verdrängt. Seit wann bist du eigentlich so ein Snob geworden? Wegen so einer Kleinigkeit streitest du dich mit Emilio? Ihr kriegt das schon wieder hin. Und wenn nicht, Frauen haben eh immer das letzte Wort, ist so. Was, du meinst, ich soll einknicken und bei Graf Großkreuz in den Vorgarten ziehen? Darauf habe ich keinen Bock. Niemals. Weißt du, wenn wir wenigstens einen Kompromiss finden würden, dann wäre das ja okay. Ja, aber wenn ihr auf Königsbrunn campt, dann hat sie doch ihr Schloss und du hast deinen Wohnwagen. Das ist ein Kompromiss. Das ist ein Scheißkompromiss. Das will ich nicht. Ja, aber so wirst du nicht weiterkommen. Was meinst du, was ich alles in Kauf genommen habe, um mit Helena zusammen zu sein? Wer sich in eine Prinzessin verliebt, der kommt um so ein bisschen Luxus einfach nicht drum rum. Und du liebst doch Kim, oder? Kompromisse sind was für Loser. Denkst du, ich bin früher freiwillig nach Königsbrunn gezogen? Die Ehe ist ein einziger Kompromiss. Warum hast du mir das nicht gesagt, bevor ich damals mit Emilio durchgebrannt bin? Hab ich. Marlene auch. Du wolltest ja schon wieder nicht auf uns hören. Königsbrunn, Campingplatz oder Nordpol. Ihr habt euch. Das ist doch die Hauptsache. Frau von Lahnstein, die von der Agentur haben bereits zweimal angerufen wegen des Biografen für die Show. Die wollen wissen, ob...
Ansgar, nicht jetzt. Lauter langweiliger Juristenkram, aber was dich interessieren dürfte, mit dem Vertrag beschreibst du mir deine Anteile an LCL. Alle. Ja, dein Mann hat dich verkauft. Das kann er nicht machen. Ja, ich war selbst überrascht. LCL bin ich. Oh, habe ich diese Leier nicht schon mal irgendwo gehört? Wie hieß sie noch gleich? Clarissa, genau. Ja, wir wissen ja, wohin sie das Gejammer gebracht hat. Oh, Tanja, jetzt komm schon. Sie ist einfach wie ein Spiel, bei dem in der Regel ich gewinne. Was ist, wenn ich den Wisch nicht unterschreibe? Dann gehst du in den Knast. Wegen Steuerhinterziehung. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr anbieten kann, aber bei deiner Figur vielleicht gar nicht schlecht. Vielen Dank auch. Ja, ich meine, was gibt's denn für ein besseres Diätfrühstück als schwarzen Kaffee und Zwieback? Schon klar. Das mit dem Ausbruch, das ist geschenkt. Ich war ja auch nicht gerade nett. Ich habe auch am liebsten meine Ruhe, wenn ich übermüdet bin. Ja, aber wahrscheinlich wärst du nicht wirklich unhöflich zu einem Gast. Du hättest mich mal erleben sollen, als Clarissa bei uns auf Mallorca gewohnt hat. Die Sache ist, ich habe Christian schon vermisst, da war ich noch nicht mal durch die Kontrolle. Ich habe keine Ahnung, wann wir uns wiedersehen. Das kommt mir bekannt vor. Paris ist zwar nur eine Stunde entfernt, aber realistisch betrachtet werden Timo und ich uns nur noch sehr selten sehen. Und dann noch das mit der Wohnung. Du hast da wirklich keine Chance, ohne Mietvertrag irgendwas zu machen gegen deinen Rausschmiss? Keine. Aber andererseits, solange Timo noch da war, war irgendwie immer was los in der Bude. Und jetzt kam ich mir schon ziemlich alleine vor. Scheiße, wenn man plötzlich allein ist. Und wie? Der rosa Donut ist meiner. Okay. Hey, da ist er ja. Hey! Na, alles fit? Alles bestens. Du bist wieder da, großer Bruder. Ich hab dich vermisst. Und ich dich erst. Ich soll dich ganz lieb von Christian grüßen. Danke. Mich nicht? Dich natürlich auch. Hey, Olli. Ja? Oh, endlich wieder da. Ein kleiner Muxi-Fuxi, Maxi-Schnuffi. Hallo. Die Variante hatten wir noch gar nicht. Gott, ist der groß geworden. Hey, pass aber auf, sonst spannt die Jessica gleich als Babysitter ein. Ach, möchtest du mir zu Onkel Olli auf den Arm? Nicht kaputt machen. Ansgar, du hast schon mal alles dafür getan, mich aus dem Knast zu holen. Damals warst du unschuldig, Tanja. Das konnte selbst ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Was würdest du Hannes erzählen? Dass jemand, der gegen das Gesetz verstößt, mit den Konsequenzen leben muss. Welche Werte würden wir sonst unserem Sohn beibringen? Du läufst doch selber noch frei rum. Eine weitere gute Lektion. Wenn du was tust, lass dich nicht erwischen. Tanja, warte. Herrgott, ich bin ja kein Unmensch. Deshalb hatten wir schon jede Menge Spaß miteinander. Und du leistest gute Arbeit. Ich will, dass du bleibst als Geschäftsführerin. Du hast es verdient. Wenn ich dein Angebot jetzt noch annehme, hat Sebastian recht. Was? Womit? Mit allem.
Ansgar hat mir den Vertrag gezeigt. Er ist anders, als ich erwartet habe. Wundert dich das? Es war eine rein rationale Business-Entscheidung. Im Sinne des Familienunternehmens ist es einfach das Beste, wenn LCL zu 100% uns gehört. Business-Entscheidung. Du wolltest mich abstrafen. Du weißt, dass ich LCL zu dem gemacht habe, was es ist. Jeder ist ersetzbar, Tanja. Außerdem, wer sagt mir denn, dass du wirklich im Sinne der Firma handeln würdest, so wie sich die Dinge gerade entwickeln? Ich würde LCL nie schaden. Tanja, du hast deine Entscheidung getroffen und ich meine. Ab jetzt ist Ansgar für dich verantwortlich. Aber bestimmt wird er diesmal auch alles für dich recht tun. Da bist du ja endlich. Sag mal, wie schaffst du es eigentlich immer genau zum Essen hier aufzutauchen? Ja. Nicht einschlafen, Zwerg. So. Na, habt ihr euch denn geeinigt, wo der Wohnwagen aufgestellt wird? Pass auf, das besprechen wir später bei Tisch, weil jetzt wird erstmal gegessen. Suppe ist fertig. Ah, lecker. Na, dann genießt mal das letzte Essen, bei dem ihr von vorne bis hinten bedient werdet. Das ist bald vorbei. Weißt du noch unsere Campingurlaube damals? Abwaschen in der Schüssel, kochen auf dem Bunsenbrenner. Ja, das waren noch Zeiten, Ja, echt. die Notfallravioli aus der Dose, wir kennen die Geschichte. Ein Wohnwagen hat eine super ausgestattete Küche. Und du kannst super kochen. Da wäre Mama bestimmt neidisch gewesen, oder, Papa? Du, Kim, aber jetzt mal ganz im Ernst, der ganze Kram passt doch niemals in den Wohnwagen. Ja, ich weiß. Ja, die Hälfte hätte also auch gereicht. Ja, das sagt der 3 Hosen und 2 T-Shirts besitzt. Sag mal, warum tut ihr euch das eigentlich an und zwängt euch in so einen Wohnwagen? Ihr könnt doch auch gern hierbleiben. Der Wohnwagen ist sehr gemütlich. Danke, Thomas. Mag ja sein. Dankeschön. Aber man sollte fest in einem Wohnraum installierte sanitäre Anlagen nicht unterschätzen. Vor allem nicht, wenn man so pingelig ist wie du, Prinzesschen. Ich bin überhaupt nicht pingelig, okay? Seit wann? Also, wenn man auf eigenen Füßen stehen möchte, dann muss man auch mal Abstriche machen. Wir werden uns schon arrangieren, oder, mein Schatz? Also ich würde sagen, auf Kim und Emilio. Ja, und auf ihr neues Zuhause. Ja. Bei dem man übrigens jederzeit den Rückwärtsgang einlegen kann. Das wisst ihr. Prost. Timo, hier läuft alles bestens, ja? Ich freue mich schon drauf, euch zu besuchen und eure neue Wohnung bewundern zu dürfen. Nein, kein Stress, ja? Du sagst einfach Bescheid, wenn's passt, ja? Ah, du musst los, ja? Dann sag Leo bitte noch schöne Grüße. Ja, also bis... Dr. Mendes, ich dachte, Sie haben heute frei. Tja, ich wollte noch mal nach Frau Niehaus gucken. Außerdem habe ich jede Menge Papierkram zu erledigen. Und sowieso nichts Besseres zu tun. Vielleicht ja doch. Olli. Hey. Wie kann ich dir helfen? Naja, zum Beispiel ohne Widerworte mitkommen. Ah, wenn ihr wieder so eine Spontanparty plant, ja, das gestern Abend hat für mich und meine Leber erstmal... Ach, jetzt stell dich mal nicht so an, sonst muss ich mir ernsthaft überlegen, ob du wirklich der geeignete Mitbewohner für uns bist. Der geeignete? Mitbewohner, genau. Naja, wohnen mit Familienanschluss. Ich hatte so das Gefühl, das könnte dir im Moment ganz gut tun. Dr. Mendes, möchtest du mein Mitbewohner werden? Ja, ich will. Ja,
schade, dass Martha es nicht geschafft hat. Aber wahrscheinlich hat Rebecca sie so dermaßen mit Arbeit zugeschüttet. Tja, das muss wohl so sein, sonst verpasst sie wahrscheinlich nie ein Essen. Hey, das ging leider nicht früher. Ach nichts, Martha, ist noch genügend zu essen da. Oh, ich habe echt so einen Hunger. Wenn ich nichts im Bauch habe, kann ich einfach nicht arbeiten. Das kann ich, geht mir genauso. Da fällt mir was ein. Ich habe noch was für euch. So, damit du mir schön auf meine Kleine aufpasst. Aber falls nachts irgendwelche dubiosen Gestalten euren Wohnwagen herumschleichen. Was ist das, eine Grillzange oder was? Ja, eine Grillzange. Wie geil ist das denn? Leuchtet sogar, die Grillzange. Boah, so eine wollte ich schon immer haben, wie die amerikanischen Cops. Sag mal, und wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Nach Königsbrunn oder auf diesen Campingplatz an den Rhein? Ja. Also wir haben uns, ne? Also dass wir dann dahin gehen. Bitte? Also ich fürchte, wir müssen noch einen Kompromiss finden. Hm? Ich lebe Düsseldorf. Hey, ihr habt echt so ein Schwein. Ach ja, wieso? Naja, weil die Kompromisse hier auf der Straße liegen. Ich meine, bei uns früher, ja, da gab es nur diesen einen Campingplatz und der hatte immer so versiffte Toiletten und war immer überflutet. Da haben sich echt mindestens bestimmt 5 meiner Freunde was geholt. Oh ja, danke für die Details. Was hat das mit Düsseldorf zu tun? Naja, hier gibt's doch diesen mega glamourösen Campingplatz. Ich habe mal was über den gelesen. Der ist echt super ausgestattet. Ja, das ist er wirklich. Weil wir nämlich genau deswegen da hinziehen werden, oder? Schatz, ha? Ja, mein Schatz, genau das wollte ich auch gerade sagen. Ja? Wieso wissen wir davon noch gar nichts? Ey, komm, Papa, die Idee ist doch wirklich super. Weißt du noch, als Dana und ich früher Interrail gemacht haben, das war viel gefährlicher, als Ihr auf so habt einem Campingplatz zu übernachten. Interrail gemacht? Ja, weiß ich nicht mehr. Ja gut, also haltet euch einfach raus, okay? Aber meine Tochter macht Kompromisse. Dass ich das noch erleben darf? Wir halten uns gern raus. Wie immer. Bis du dann irgendwann wieder kommst und was von uns willst. Abgemacht. So. Papa, Ja. wo wir gerade mal beim Thema sind, könnten wir vielleicht ein Auto haben? Oh. Ja, Mama, wir brauchen so eine Anhängerkupplung, sonst können wir den Wohnwagen nicht ziehen. Das ging ja schneller, als ich gedacht habe. Never be born to the voice of a black lady. I'll never be strong like a man in a trance. They are the ones who saved me. Tanja, hast du einen Moment? Ich bin jetzt mit der Ausarbeitung der Entwürfe fertig. Das interessiert mich nicht mehr. Never be tall like the walls in the mountains. I'll never see all like the stars in the sky. So is it true? Is it true? Is it true? We are turning, and where you are turning, so am I. Tell me, where had you seen me? Can you see yourself? Tell me, where had you seen me? Can you see yourself? Tell me, where had you seen me? Can you see yourself? How much do we share? How much do I really? Meine Kleine. Ich hab dich lieb. Vergiss das nicht, ja? Like a king in disguise. Es tut mir leid. I will never have to live by mercy of strangers, the mercy of time. I'll never know how they will talk of my ages.
Dieser Wagen ist echt faszinierend. Ist wie die alte Einkaufstasche meiner Mutter. Irgendwie passt doch immer alles rein. Oh. So. Und alles klar jetzt, wo wir unseren ersten richtigen Kompromiss geschlossen haben? Hm? Ja, das wird wohl nicht der einzige sein. Also, wenn ich meiner Schwester glauben soll. Was meinst du? Naja, wir sind schon verschieden und wollen eigentlich nie das Gleiche. Ach, mir fallen da ganz viele Dinge ein, wo das anders ist. Hm? Außerdem, wer sagt denn, dass wir uns immer einig sein müssen? Hm? Ja, aber sollen wir nicht wenigstens das Gleiche wollen? Ich will dich. Ich will dich und zwar überall. Das ist doch das Wichtigste, oder? Und jetzt gerade will ich dich ganz besonders. Hm? Weißt du, ich dachte, wir weihen gemeinsam unser neues Zuhause ein. Doch. Aber erst, wenn wir richtig zu Hause sind. Hm? So. Fahr vorsichtig, ja? Und ich wärme so lange das Bett schon mal an. Andi, du bist damit einkaufen. Und denk bitte an die Milch, denn Kaffee ohne Milch geht gar nicht. Wieso bin ich denn schon wieder dran? Na, weil du ja mit Abstand der größte Fressack in der WG bist und ständig den Kühlschrank leer räumst. Da sind wir einer Meinung. Zum Glück ist Olli wieder da. Wo steckt er eigentlich? Keine Ahnung, er hat gesagt, er muss noch mal kurz weg. So, da bin ich wieder. Hab ich was verpasst? Ja? Ricardo zieht bei uns ein. Echt? Ja, nur vorübergehend, bis ich eine eigene Wohnung gefunden habe. Und natürlich nur, wenn es euch allen nichts ausmacht. Also, ich freue mich. Herzlich willkommen. Also, ich habe auch nichts dagegen. Gibt's da nicht so einen Spruch? Ein Arzt in der WG erspart einem den Zimmermann? Die Axt, du Nase. Und denkt bitte dran, dieser Mann hier ist Chefarzt. Das heißt, ab jetzt muss es hier aseptisch sauber werden. Vielen Dank, dass ihr mich aufnimmt. Nachdem wir gestern gemeinsam den Kühlschrank geplündert haben, habe ich mir erlaubt, ein paar Sachen mitzubringen. Hat jemand vielleicht Hunger? Oh ja. Hab ich schon herzlich willkommen gesagt? Och, das sieht doch alles ganz ordentlich aus. Ah, und es gibt wirklich eine Pforte, die Tag und Nacht besetzt ist. Na, siehst du. Alles halb so wild. Außerdem ist Kim ja auch nicht alleine da. Mhm. Manchmal hat es eben Vorteile, dass unsere Kim so eine Prinzessin ist. Sonst würden die beiden wirklich irgendwo wild campen. Hör mal zu, Emilio würde sie nie in Gefahr bringen. Emilio. Tja. Jetzt ist er dran. Also, Baby, was für ein blöder Ritt. Hätte ich gewusst, dass du es so eilig hast, hätten wir ruhig einen Zwischenstopp einlegen können. Wer hat den Wagen an die Kupplung gehängt? Na echt? Wieso? Der Anhänger ist von der Kupplung gekracht. Was? Das gibt's doch nicht. Kriegst du es wieder hin? Ja, die Kupplung ist gebrochen, da kann ich nichts machen. Wie? Und jetzt? Endstation. Ja, toll. Weit sind wir ja nicht gekommen. Ja. Tanja. Hallo? Sie sind das. Ist meine Frau nicht hier? Nein. Nein. Sie hat ihre Sachen gepackt und ist gegangen. Emma liegt hinten in ihrem Bett und schläft. Ja? Justus hat mir gesagt, dass ich dich hier finde. Ja, komm rein. Ist Tanja auch hier? Nein.
Wegen gestern. Sebastian, ich hoffe, dass du mich verstehst. Aber ich habe Tanja mit Ansgar gesehen. Und keine Stunde später, da spielt sie dir die liebende Ehefrau vor. Ja, ich mach dir keine Vorwürfe, du hast die Wahrheit gesagt, ja. Ich meine, es geht mich nichts an, aber wo ist Tanja denn hin? Ich weiß es nicht. Wie, sie ist einfach so weg? Also, wie ich Tanja kenne, verfolgt sie einen Plan. Nein. Glaube ich nicht. Sie hat Emma ja da gelassen. Die ist einfach geflohen.